Viele Powerstationen sehen auf dem Papier gut aus, aber Camping ist gnadenlos ehrlich. Kaffeemaschine am Morgen, Wasserkocher, Kühlbox läuft 24/7, vielleicht sogar eine Heißluftfritteuse, so wie wir das auch haben, die Every P210, genau dafür gemacht, und ob sie ins Wohnmobil passt oder eher nichts für Minimalisten ist. Die Every P210 bringt uns hier 2048 Wattstunden Kapazität mit. Wir schalten das Teil mal ein. Die haben wir jetzt hier schon voll geladen. 2400 Watt Dauerleistung. Das ist wichtig, weil viele Campinggeräte dauerhaft viel Leistung ziehen. Verbaut ist hier ein LiFePO4 Akku. Das ist für Camper extrem relevant. Mehr Sicherheit, hohe Zyklenzahl und Unempfindlichkeit als klassische Lithium-Ionen-Batterien. Für Camping auch richtig stark gemacht. Wir haben hier 3x230 Volt Steckdosen. Dann haben wir hier vorne dran einmal USB-C-Anschluss mit 100 Watt, dann 3 mit 20 Watt. Dann haben wir hier USB-A-Anschluss mit QC 3.0 zweimal. Dann haben wir hier 12 Volt Anschluss für Kühlbox. Alles natürlich gleichzeitig nutzbar. Da kommen wir später nochmal dazu. Und dann haben wir hier ein Licht, die üblichen Funktionen, SOS und so weiter und aus. Geladen werden kann die Powerstation über die Steckdose, über das Auto, Solar oder sogar AC und Solar gleichzeitig. Gerade im Wohnmobil mit Solar ist das natürlich hier ein riesiger Vorteil. Natürlich kann man die Powerstation auch wunderbar transportieren. Wer hat hier rechts und links zwei robuste Tragegriffe. Das ist natürlich kein Fliegengewicht, diese Powerstation mit 22 Kilo wird sie hier angegeben. Dann haben wir hier oben drin ein Fach, das sind die Kabel verstaut, 230 Volt und das Solarkabel. Mal ganz kurz zur Powerstation, was jetzt hier an Möglichkeiten besteht. Das ist eine ganze Menge, aber wir zeigen euch natürlich, da kommen wir gleich dazu, den Praxistest von dem Gerät. Was kann das alles, das Gerät? Wo versagen viele Powerstationen und welche halten durch? Das ist ja das Wichtigste für uns. Wenn ihr jetzt die Powerstation ans Wohnmobil anschließen wollt, schaut ganz einfach zu, dass ihr euch hier so ein Kabel versorgt mit diesem FI-Schalter, damit ihr natürlich auf der sicheren Seite seid, wenn ihr die Powerstation an den Landstrom anschließt bei eurem Camper. Ja, und jetzt gehen wir ganz einfach mal schnell zum Härtetest. Wir testen jetzt die Powerstation mit dem Klassiker, mit dem Wasserkocher, dann mit der Kaffeemaschine, mit der Heißluftfritteuse, und wir testen auch, schafft die Powerstation 2 Geräte gleichzeitig oder sogar 3 Geräte zu versorgen. Das seht ihr jetzt. Die Powerstation ist einsatzbereit mit 95%. Wir stecken jetzt mal unsere Geräte hier an. Als erstes stecken wir unsere Heißluftfritteuse hier ein, dann unsere Kaffeemaschine und dann noch unseren Wasserkocher. Den stecken wir jetzt hier als drittes an. Alle Geräte sind natürlich ausgeschaltet und wir starten jetzt den Test. Als erstes schalten wir den Wasserkocher ein. Das, was jetzt läuft im Hintergrund, das ist der Wasserkocher, nicht der Lüfter. Mit knapp 2000 Watt wird das Ganze hier aktiviert. Die Powerstation können wir auch über App steuern, das werden wir dann später nochmal euch erklären. Wir blenden es hier mal mit ein. Der Wasserkocher heizt jetzt vor. Jetzt nehmen wir unsere Kaffeemaschine mal mit dazu. Die wird jetzt nur eingeschaltet und die fährt jetzt ganz normal hoch, dass die im betriebsbereiten Zustand sich hier befindet. Und da sehen wir es, da kommen wir mit der Powerstation schon auf 2400 Watt. Und die Maschine wird jetzt hier erst einmal mit ihrem Vorprüfmodus oder Aktivierung hier beginnen. Und wir sehen es, die Kaffeemaschine läuft parallel. Die ist jetzt aktiviert, die lässt das Wasser jetzt durchlaufen. Wir sind bei 1800 Watt, jetzt 2400 Watt wieder. Der Wasserkocher im Hintergrund fängt an zu kochen. Wir sehen, es läuft tadellos. Wir sind jetzt einmal ganz mutig und nehmen unsere Heißluftfritteuse mit 240 Grad mit dazu. Nur auf der einen Seite. Und
Wir liegen genau bei 2403. Der Wasserkocher im Hintergrund kocht. Der Wasserkocher ist jetzt fertig, geht natürlich mit der Energie zurück. Somit schalten wir jetzt mal ganz alleine unsere Heißluftfritteuse dazu mit 240 Grad und schauen mal, was jetzt hier passiert. Ihr seht es, 1200 Watt. Brauche jetzt unsere Heißluftfritteuse. Unsere Heißluftfritteuse läuft und wir nehmen jetzt einmal die Kaffeemaschine mit dazu und brühen uns jetzt hier einmal einen Kaffee. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, was passiert. Mit unserer Powerstation 1200 Watt haben wir jetzt noch und jetzt geht's hoch. 2300, 2200. Unsere Kaffeemaschine brüht. Zwei Geräte laufen jetzt parallel. Einmal die Kaffeemaschine und einmal unsere Heißluftfritteuse auf 240 Grad. Jetzt ist es wieder zurückgegangen, jetzt geht es wieder hoch. Also ihr seht es, dass die Geräte variieren und natürlich die extrem starken Geräte hier der Powerstation nichts anhaben können. So, die Kaffeemaschine ist fast fertig. Hier sehen wir es auch mal, dass die Energieabnahme von der Powerstation schwankt. Wir haben jetzt 10% hier verbraucht mit 3 Geräten im Wechsel. Also ihr seht, dass das sehr stabil läuft und natürlich auch sehr viel Energie hier entnommen werden kann. Ein wahres Powerpaket, diese Powerstation. Die nützt natürlich nicht nur fürs Camping was, die nützt auch was für zu Hause. Durch die 2400 Watt Dauerleistung schafft sie natürlich auch Werkzeuge, Baustrahler, Notstromer können hier angeschlossen werden. Haben das Ganze einmal ausgetestet und haben auch einen Stromausfall hier mal simuliert. Da haben wir das Aquarium angeschlossen, dazwischen geschalten. Das zeigen wir euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Die Powerstation hat jetzt praktisch die Funktion eines Notstromers und wir nehmen die Sicherung raus und ihr habt es gesehen, kein Ausfall vom Aquarium. Das gleiche zeigen wir euch noch einmal mit unseren Küchengeräten. Hier blenden wir einmal die App mit ein und in der App seht ihr das ganz deutlich, wenn der Strom ausfällt, wie die Powerstation dann die Versorgung übernimmt. Die Heißluftfritteuse läuft ganz normal noch über Strom, über die Steckdose. Die Powerstation wird noch geladen. Jetzt nehmen wir die Sicherung raus und ihr seht, wie die Powerstation jetzt den Betrieb weiter übernommen hat. Die umfangreiche App zur Steuerung der Powerstation zeigen wir euch dann hier noch in dem Video im Anschluss. Passt diese Powerstation für dich oder eher nicht? Ihr spart hier richtig viel Geld. 30% hat uns hier der Hersteller zur Verfügung gestellt für euch, wenn ihr die Powerstation bestellen wollt. Wir werden auch hier nochmal einen QR-Code mit einblenden. Scannt den QR-Code, 30%, wenn ihr die Powerstation kaufen wollt. Ansonsten unten in der Videobeschreibung nutzt den Link. So, ihr seht es, wir sind drin. Es zeigt an 100%, das sind 1:1 die Daten, die wir hier haben. Ich blende euch jetzt das mal ein mit der App. Mit der Hand könnt ihr freischalten die USB, den AC-Ausgang, das wird hier mit angezeigt. Ich lasse das auch mal an. DC-Ausgang, den wir jetzt hier drüben haben. Ihr könnt auch über die App, könnt ihr auch die Lampe steuern und aus. Gehen wir hier oben drauf auf das Zahnrad und da haben wir das Gerätesymbol, dann haben wir den Gerätenamen, den ihr ändern könnt, dann die Berechtigung, das heißt, ihr könnt hier auf die Powerstation Berechtigungen verteilen, dann haben wir den Tastenton, wir haben eine An, dann haben wir die Fernbedienung. Das haben wir jetzt nicht freigeschalten. Dann haben wir den Energieverbrauch. Hier haben wir den Energieverbrauch zum Beispiel für die unterste Entladung. Könnt ihr einstellen von 50 bis 0%. Wir haben es auf 10% stehen. Und immer wenn das verstellt wurde, Bestätigungspiepton. Dann haben wir das Ladelimit. Wird ja viel gesagt 80%. Ihr könnt es gerne hier auf 80% einstellen. Die Ladeeinstellungen, leises Laden zum Beispiel, das heißt, wenn ihr an 230 Volt angeschlossen seid, dann lädt der leise, geht der Lüfter nicht so laut, dann habt ihr geplantes Laden, da könnt ihr die Zeit einstellen, wann ihr die Powerstation laden wollt. Dann die Ladeleistung von 300 Watt bis 1100 Watt könnt ihr hier einstellen.
Dann haben wir den PV-Modus, Eingangstyp, PV-Modus, je nachdem, was ihr hier habt, ob er jetzt über einen MPPT-Regler geht oder auch was anderes. Dann habt ihr die maximale Ladeleistung, das geht von 1 Ampere bis 20 Ampere. Ich habe das verstellt, jetzt kommt wieder ein Piepton zur Bestätigung. Dann haben wir die Bildschirmausschaltzeit, das heißt die Ausschaltzeit, wo der Bildschirm sich ausschaltet, aber nicht die Powerstation. Wir haben auf 5 Minuten. So, und dann haben wir die Standby-Zeit und hier haben wir die Standby-Zeit, die ist voreingestellt, AC Leerlaufleistung nach 8 Stunden, DC Leerlaufleistung nach 8 Stunden, USB nach 3 Minuten und gesamte Abschaltzeit 5 Minuten. Das heißt, unsere Powerstation schaltet nach 5 Minuten ab, wenn hier keine Entnahme oder Benutzung der Powerstation vorliegt. Dann haben wir die Netzwerkkonfiguration, das ist das, was ich euch schon gesagt habe. Könnt ihr hier einstellen, eure Verbindung zu eurem WLAN. Ja, und dann noch ein Fehlerprotokoll. So schaut das Ganze aus, das wollten wir euch nochmal mit zeigen. Weiter im Video. Vor- und Nachteile. Die Vorteile, ihr habt es gesehen, sehr hohe Leistung für Camping, sehr starke Küchengeräte, schafft die natürlich auch. Wir haben viele Anschlüsse an der Powerstation. Eine Lifi Pro 4 ist hier verbaut, sicher und langlebig. Und das Ganze ist natürlich ideal für Wohnmobil und Camping, Autarkie allgemein. Gibt natürlich auch Nachteile bei diesem Gerät. Natürlich ist es auch hier nicht die kleinste, das ist auch ein Nachteil. Das ist ein ganz schöner Klopper mit 22 Kilo, logischerweise. Wir haben hier 398 mm in der Breite, in der Tiefe haben wir 280 mm und in der Höhe ist die 315 mm. Das ist natürlich schon ein ganz schönes Ausmaß für eine Powerstation und natürlich auch der Nachteil hier, wenn die Powerstation im Betrieb ist und natürlich Leistung abverlangt wird, der Lüfter, den hört man. Ist ein bisschen laut, aber damit kann man leben. Ja, liebe Camping, liebe Wohnmobilfreunde, wenn du Camping ernst meinst, gerne kochst und natürlich Kaffee möchtest und nie mehr auf Leistung verzichten willst, dann ist das natürlich das richtige Gerät für dich. Die Every P210, eine richtig starke Powerstation. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, wenn ihr schon Powerstationen benutzt. Welche benutzt ihr? Wie benutzt ihr eure Powerstation? Schreibt es ganz einfach mal unten rein in die Kommentare. Welche Geräte sollen wir als nächstes vorstellen? Wenn euch das Video natürlich wieder gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf ein Like. Wenn ihr noch kein Abo für unseren Kanal habt, freuen wir uns natürlich auch riesig auf ein Abo von euch. Und wir bedanken uns fürs Schauen. Wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt schön gesund. Bis dahin. Komm, Tschüss. steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. Womo reisen unser